Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video, in dem ich euch das neueste Kia Connect Update vorstellen möchte. Es ist jetzt schon wieder über ein halbes Jahr her, dass ich ein letztes Video gemacht habe. Generell zum ProSeed habe ich jetzt eigentlich keine Themen mehr, außer die Navi-Updates. Gut, wir sehen, es ist jetzt die Version 22.06.23 installiert. Wie ihr am Anfang des Videos gesehen habt, kann man inzwischen auch im Hintergrund aktualisieren. Das heißt, man wählt aus, beim Verlassen des Fahrzeuges soll das Update geschehen. Das habe ich diesmal auch gemacht. Ich habe es auch, glaube ich, schon beim letzten Mal gemacht. Seit November gab es ja sowieso 2 neue Updates. Im Dezember, glaube ich, 1 und 1 im Februar. Und ich habe dann auch noch im April 1 installiert. Das habe ich mir vom Sorento gezogen, was für ein Seat aber nicht angeboten wurde. Da im November ein paar Fehler drin waren, wurden die ein bisschen behoben im Dezember und Februar. Von daher müssen wir jetzt mal schauen, was hier noch alles behoben wurde. Ich weiß nur, das Thema Verkehrsschilderkennung war ein großes Problem. Da hat man ja teilweise dann, oder viele haben teilweise nur diese 3 Striche gesehen. Bei mir war es so, ich habe zum Beispiel auf vielen Strecken, wo 100 ist, dann immer ein 70er Schild eingeblendet gehabt. Da wird das wohl irgendwo aus Karten gezogen haben, keine Ahnung, aber er hat auf jeden Fall nicht die Schilder erkannt. Da ich jetzt noch nicht gefahren bin nach dem Update, kann ich es noch nicht sagen, aber wenn, würde ich es in die Kommentare posten, ob das bei mir nicht mehr vorhanden ist, dieses Problem. Ansonsten hat bei mir soweit alles funktioniert, was ich verwendet habe. Und jetzt würde ich euch gerne noch vorstellen, was sich hier geändert hat. Das Wichtigste für mich war eigentlich, dass jetzt Android Auto im Widescreen ist. Das zeige ich euch gleich. Als nächstes ist es so, dass man angezeigt bekommt, was neu ist, sobald das Update gelaufen ist. Man kann es aber auch hier nochmal abrufen. Und da wird klar quasi wie auf der Webseite einem angezeigt, welche neuen Funktionen hier enthalten sind. Ansonsten, was mir als erstes aufgefallen ist, hier oben Freitag 1.7. Dieses Minus zwischen 1. und 7. das ist mir, glaube ich, neu. Kann ich mich jetzt nicht so dran erinnern. Man kann es aber auch anscheinend nicht umstellen. Man kann hier zwar Zeitformat umstellen, aber nur 24 und 12 Stunden Format. Bei den Einstellungen hat sich ansonsten nichts getan. Ansonsten bin ich mal alles durchgegangen, was es hier so gibt. Mir ist bei der Taste aufgefallen, gibt es jetzt eine Einstellung Lenkradtasten. Die kannte ich davor nicht. Anscheinend kann man jetzt einstellen, ob man Favoriten durchschalten will oder Sender durchschalten will. Wird wahrscheinlich das Radio direkt betreffen. Ansonsten hat sich hier auch nichts getan. Eine Frage, die auch immer wieder gerne kommt, ist, ob der Blitzerwarner noch da ist. Der ist tatsächlich noch da und ich gehe mal davon aus, dass der bei den festen Blitzern immer noch funktioniert. Irgendwann haben sie es ja anscheinend abgeschafft, mobile Blitzer einzubinden. Von TomTom kam das, glaube ich. Aber so sind wir auch schon verwöhnt, weil es ja eigentlich gar nicht erlaubt ist. Gut, ansonsten, wie gesagt, bin ich alle Einstellungen durchgegangen. Was jetzt neu ist, ist eben Android Auto. Jetzt ist es aktuell noch so eingestellt, dass der Splitscreen an ist. Das heißt, er wird immer noch angezeigt wie bisher. Man müsste jetzt erstmal den Splitscreen wieder ausstellen. Hier ist wieder das leidige Thema, dass wenn man die Telefonverbindungen geht, Projektionseinstellung des Telefons, dass man es erst abstecken muss. Das mache ich jetzt in dem Fall mal.
Und jetzt kann man die Einstellung wieder vornehmen und hier muss man jetzt einfach den Splitscreen ausstellen. Dann würde ich Android Auto wieder verbinden. In dem Fall Android Auto Wireless. Da müsst ihr übrigens auch beachten, da gibt es anscheinend noch ein Problem seitens AA Wireless mit dem Fullscreen-Modus von Android Auto. Man muss in den Einstellungen auf Pass-Through umstellen, damit es wieder geht. Davor hat es bei mir jetzt auch nicht funktioniert. Ich habe es in der App schon umgestellt. Jetzt muss es sich erst nur noch mal verbinden. So. Jetzt ist es verbunden. Jetzt kann ich wieder zurückspringen in Android Auto. Und die erste Änderung, die wir schon sehen, ist, dass links jetzt die Symbole sind und nicht mehr wie früher hier unten drunter. Wir sehen jetzt auch, hier kann man sich Maps anzeigen lassen. Und hier drüben zeigt er jetzt in meinem Fall Spotify an. Wenn ich jetzt auf Spotify gehe, tauscht er diese Anzeige. Das heißt, wir haben jetzt Fullscreen-Modus. Aber das Problem ist, wenn ich jetzt hier nochmal zurück Spotify pausiere, ich wüsste nicht, wie man das jetzt komplett beenden kann. Ich habe noch keine Option gefunden. Es wird dann trotzdem immer so angezeigt. Das heißt, man kann jetzt die ganze Karte nicht komplett anzeigen. Vielleicht finde ich es jetzt gerade einfach nicht oder es geht auch aktuell einfach nicht. Aber das ist jetzt eigentlich die größte Neuerung, die dieses Update bietet, dass sie es geschafft haben, dass Android Auto im Fullscreen läuft. Geht natürlich kabelgebunden, ganz normal. Da hat es auch sofort geklappt. Wie gesagt, nur bei Android Auto Wireless muss man einfach die Einstellung Pass-Through einstellen und dann geht's. Aber es gab schon aus der Community, dass es eine Info, dass es mit dem nächsten Update von Android Auto Wireless dann funktionieren soll. Dann schauen wir mal auf die Map. Bei der Map habe ich mal durchgeklickt, hat sich eigentlich nichts geändert. Was wir hier jetzt aber direkt sehen, außer dass es bei euch jetzt ein bisschen heller ist, das tut mir gerade leid. Schau, ob ich das umstellen kann. Ach, geht doch. So, man sieht jetzt links die Karte und rechts ist der Splitscreen weiter aktiviert. Der zeigt jetzt Android Auto an und man kann wie gewohnt Doppelkarte anzeigen, aber auch die anderen im Splitscreen eingestellten Optionen. Das funktioniert auf jeden Fall noch und man könnte es hier natürlich auch ausblenden. Genau, wie gesagt, bei der Map habe ich jetzt keine Änderungen gefunden. Es stand zwar was ist neu drin, aber das sind, glaube ich, jetzt auch nur Kleinigkeiten gewesen. Ich werde es aber nochmal hier einblenden, damit ihr es nachlesen könnt. So, als nächstes schauen wir uns mal die Navigationseinstellungen an. Hier war ja immer die große Frage, wie man in der Suche richtig sucht. Weil bisher war es so, wenn man jetzt eine Straße sucht, dass er einem ein POI vorschlägt. Man somit immer komplett die Adresse eingeben musste, also Straße, Hausnummer, Stadt. Jetzt habe ich es vorhin schon mal getestet. Wenn man jetzt hier zum Beispiel Leopoldstraße eingibt, schlägt es einem tatsächlich sofort vor. Das ist schon mal eine super Änderung. Wenn man jetzt mal schaut, ob es auch an anderen Orten, weil das ist jetzt ziemlich nah an München hier, wo ich bin, deswegen findet er die gleich. Wenn ich jetzt mal versuche, Kurfürstendamm, findet er auch gleich. Das ist schon mal eine super Neuerung. Das hilft, glaube ich, auch vielen bei der täglichen Verwendung. Ansonsten habe ich hier jetzt auch keine großen Neuerungen gefunden. Dann springe ich jetzt einmal ins Radio. Hier habe ich keine Neuerungen gefunden. Das einzige war, wie vorhin schon erwähnt, die Tasteneinstellung, dass wenn man einmal hoch oder runter geht am Lenkrad oder hier mit der Seek- und Track-Taste, dass man entweder jetzt einstellen kann, Favoriten oder Sender zu durchsuchen. Als nächstes würde ich einmal kurz nur auf Medien springen. Hier sehen wir die ganzen Optionen und mein USB-Hub läuft auch noch. In dem Fall habe ich jetzt einen USB-Stick dranhängen und Android Auto Wireless. Funktioniert bei mir ohne Probleme. Ich habe auch schon gesehen, dass viele den in meinem Video verlinkten USB-Hub verwenden und der auch bei denen klappt. Aber interessanterweise gab es auch wieder Fälle, wo es nicht geklappt hat. Von daher, wenn ihr tatsächlich einen USB-Stick noch anschließen wollt, schaut euch mal mein Video an mit dem USB-Hub. Ich kann ihn immer noch empfehlen. Und dann möchte ich euch noch kurz die Spracherkennung zeigen. Das habe ich in den letzten Videos nicht gemacht, weil hier gab es ja zwischendurch auch schon die Änderung, dass wir jetzt rechts so einen Flabberball haben, der sich mitbewegt, wenn man spricht. Und es gab ja, glaube ich, im Facelift jetzt die Option, dass man auch zum Beispiel Sitzheizung oder Klima einstellen kann. Bin ich mir jetzt gar nicht sicher, ob das wirklich funktioniert.
Ich weiß nur, früher, wo ich es hier immer mal versucht habe, einfach aus Spaß, hat er es nicht verstanden. Aber jetzt will ich erstmal kurz nach einer Adresse suchen, wie gut das klappt. Fahre mich in die Leopoldstraße 42 in München. Möchten Sie dieses Ziel setzen? Nein. So, und als nächstes versuche ich jetzt einfach mal so ganz wilde Einstellungen wie die Sitzheizung. Schalte die Sitzheizung ein. Android Auto wird wiedergegeben. Okay, das war jetzt natürlich ganz lustig. Er hat da unten rechts sogar angezeigt, Sitzheizung einschalten, aber er schaltet das Android Auto ein, wie auch immer er das verstanden hat. Gerade im Test hat es noch funktioniert, dass er gesagt hat, diese Funktion wird nicht unterstützt. Mir ist kalt. Diese Funktion wird nicht unterstützt. Okay, hier hat es jetzt zumindest geklappt. Schalte die Sitzheizung ein. Android Auto wird wiedergegeben. Okay, das mag er nicht. Aber was ich dafür noch getestet habe, suche die nächste Tankstelle. 30 Ergebnisse gefunden. Bitte sagen Sie die Zeilennummer. Da muss ich sagen, das klappt eigentlich ganz gut mit der Spracherkennung inzwischen. Hin und wieder, okay, ich kann es bei dem Update jetzt natürlich noch nicht sagen, aber beim anderen, da musste man dann auch zweimal was sagen beim letzten Update, bis er es dann verstanden hat. Aber so funktioniert es eigentlich ganz gut. Klar, diese ganzen Komfortfunktionen und auch schlauere Funktionen, dass du irgendwas fragst, gehen natürlich nicht. Aber es gibt ja noch die Funktion, wenn man jetzt Android Auto hat oder auch Apple CarPlay, dass wenn man am Lenkrad die Spracherkennungstaste gedrückt hält, also nicht nur einmal drückt, sondern gedrückt hält, dann startet er Google Assistant, in meinem Fall. Wie wird das Wetter heute? Heute wird es in Taufkirchen regnerisch bei Temperaturen zwischen 9 und 14 Grad. Momentan ist es regnerisch bei 14 Grad. Gut, so kann man zumindest Google Assistant einigermaßen sinnvoll nutzen. Ansonsten hat sich bei der Spracherkennung jetzt, glaube ich, nichts getan. Das soll es dann auch schon mit den Änderungen gewesen sein, die mit diesem Update gekommen sind. Es gab jetzt für viele Fahrzeuge dieses neue Update 22.06.23. Ist ja gestern verfügbar, kann mit dem Kia Downloader, wozu ich ja auch schon ein Video gemacht habe, heruntergeladen werden. Es ist dort auch so, ihr müsst nur einen USB-Stick in den Computer stecken. Der wird dann komplett so vorbereitet, formatiert und die Daten drauf kopiert, dass er hier sofort erkannt wird. Es gab auch für das normale 8 Zoll Navi ein Update in den letzten Wochen. Es hat auch einige Fehler anscheinend behoben. Zudem kann ich leider natürlich nicht mehr sagen. Genauso wie ich auch von allen anderen Autos, PHEV, EV6 und so weiter, die ja ganz andere Funktionen haben als meiner hier. Deswegen muss da jeder selbst mal schauen oder auch beim Mototalk im Forum im Software-Update-Thema nachlesen, was für Änderungen es gab. Wenn ich es könnte, würde ich es euch natürlich vorstellen, aber leider kann ich euch jetzt nur rudimentär vor allem Änderungen, die ich gefunden habe, zeigen. Vielleicht gibt es noch andere, die da irgendwo versteckt sind. Falls ich noch was finde, mache ich noch ein Video. Ansonsten würde ich sagen, war es das für heute schon. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch noch alles Gute und dann bis zum nächsten Mal.